Meine Brusig-Schlinge, mit der ich jetzt aber kein Brusig zeigen will, sondern einen Kreuzklemmknoten, lege ich einfach nur beginnend mit dem Knoten über das Seil und wickele das stumpf zweimal rum und führe dann die Rebschnurschlaufe einfach hier am Knoten vorbei wieder zurück. Und wenn ich da dran ziehe, dann hält es direkt. Da kann ich dann meine Selbstsicherungsschlinge zu Demonstrationszwecken mal kurz einhängen. Das ist also überhaupt kein Ding. Das Ding packt und hält. Hallo Kletterwelt. Ich wurde gerügt in dem letzten Video, wo ich spontan zum Abseilen was loswerden wollte, was meine Meinung ist, dass ich den Knoten nicht gezeigt habe. Ja, habe ich verpennt, weil für mich irgendwie klar war, dass es eigentlich zu googeln wäre. Ich habe dann bei der Recherche festgestellt, dass seltsamerweise niemand bisher diesen Kreuzklemmknoten tatsächlich vorgemacht hat. Also mea culpa, meine Schuld. Deswegen mache ich jetzt schnell den Kreuzklemmknoten hier einmal vor mit meinem Setup, wie ich es damals beim Abseilen auch etwa hatte. Das soll jetzt kein Video sein, dass das jemand so machen muss. Das ist auch nicht die Lehrmeinung, sondern ich zeige jetzt einfach diesen Kreuzklemmknoten, wie ich den mache. Und was ihr macht, ist komplett euch überlassen. Ihr könnt euch tödlich umbringen, bis der Arzt kommt, ist mir egal. Gut, also Kreuzklemmknoten. Wir brauchen einen Brusig. Dafür habe ich immer eine Rebschnurschlinge von 5 mm. So sieht das Ding aus. So lang ist es etwa vom Ellenbogen bis in die Handfläche. Gelegt wird das Ding so simpel, dass es schon fast unverschämt ist, das zeigen zu sollen. Man fängt einfach an und jetzt wickle ich das Ding stumpf um das Seil rum. Kann ich zweimal, dreimal, bis mir der Bändel ausgeht. Ich mache meistens nur 2 Umwicklungen, weil mein Brusig ist schon so schön flauschig. Der beißt sich so fest, das reicht mir komplett aus. Gehe hier wieder durch. Und habe dann hier eben diesen Knoten. Den kann ich, wie es für Klemmknoten üblich ist, hoch und runter schieben. Sobald Zug drauf kommt, hält der. Zum zeigen, wie viel der hält, mache ich mal was man natürlich normalerweise nicht macht. Hänge ich da jetzt einfach dran. Ja, also eine 5 mm Rebschnur und der Kreuzklemmknoten ist Festigkeit überhaupt kein Problem. Selbst mit dieser gut gebrauchten Rebschnurschlinge habe ich da überhaupt keine Bedenken. Und wir hängen das beim Abseilen ja aber unterm Sicherungsgerät ein und nicht so, wie ich das hier mache. Und wenn dann die Belastung weg ist, dann reicht relativ wenig Gefummel, um das wieder zu lösen. Das ist eine alte gebrauchte Bandschnur, Rebschnur. Also solange man jetzt hier nicht mit dem vollen Körpergewicht gezogen hat, sondern eben nur leicht, kann man das Ding recht schnell wieder verschieben. Das ganze Abseil-Setup sieht dann so aus, dass ich mir natürlich als erstes meinen Anführungszeichen Brusig am Gurt festmache. Dann ziehe ich mir einen Schluck Seil hoch, damit ich nicht das Seilgewicht halten muss. Dann habe ich hoffentlich irgendwo meinen Tube schon in der Nähe. Ich hänge mir den gern so ein, dass ich ohne zusätzliche Bremsverstärkung arbeite. Das sieht dann also so aus. Dann holen wir uns das ein bisschen heran. Üblicherweise hängt unsere Selbstsicherungsschlinge ja irgendwo am Standplatz. Das simuliere ich jetzt mal auf die Art. Und dann ist das Abseil-Setup soweit eigentlich schon fertig. Und ich habe hier reichlichst Rebschnur übrig. Gleichzeitig habe ich hier meinen Tube
in der Rebschnur eine Bandschlinge so weit eingehängt, also oberhalb von meinem Gurt eingehängt, dass eben mein Bremsknoten nicht ins Gerät läuft. Das ist wichtig. Da kann ich jetzt also auch durch fein hochheben, schaffe ich es nicht, dass mein Klemmknoten da oben reinläuft. Und wenn ich jetzt also dann abseilen will, muss ich meine Selbstsicherung logischerweise da aushängen. Und normalerweise habe ich jetzt ja hier richtig viel Zug am Seil, weswegen man ein bisschen Luft braucht, damit eben hier nicht die ganze Zeit Zug auf meinem Sicherungsknoten ist. Und das funktioniert eben meiner Erfahrung nach mit dem Kreuzklemmknoten einfach zu lösen. Besser als mit dem Brusig. Rebschnur, ich halte immer den Knoten fest. Einmal außen rum. Das heißt zwar immer, man soll Knoten ganz akribisch und ordentlich legen. Ich achte da ganz ehrlich bei dem Kreuzklemmknoten, wenn ich den Brusig mache, nie drauf und der funktioniert trotzdem. Ihr müsst da immer schauen, wie neu ist euer Seil, welche Durchmesser haben eure Seile und wie glatt sind eure Rebschnüre. Beim neuen Material braucht es immer ein bisschen mehr Wicklungen als bei gut gebrauchtem. Also hier mit 3 Umwicklungen wird es auch noch funktionieren, aber da habe ich jetzt halt schon deutlich mehr Reibung drauf und hier weniger Rest. Aber das steht euch frei, selber zu entscheiden, wie das für euch eben passt. Da gibt es keine Universalempfehlung. Ihr müsst so und so, ihr müsst den und den Knoten nehmen. Ihr müsst für euch ein Setup finden, das funktioniert. Und ich finde den Knoten halt viel einfacher zu legen und zu benutzen als den Standard Brusig. Aber jetzt hänge ich fast mehr am Knoten als sonst was. Also mit einer Wicklung mehr funktioniert er prinzipiell noch genauso. Was kann man noch dazu sagen? Ja, man kann auch mit der Bandschlinge machen. Ja genau, und wenn man das statt mit einer Rebschnur mit einer Bandschlinge macht, dann sind wir halt im Bereich des Franz Bachmann Kreuzklemmknotens. Wenn mir jetzt jemand eine Bandschlinge reichen würde, mit einer Bandschlinge geht der Bachmann ganz gerne hin und nimmt hier die Vernähung. Macht hier gegebenenfalls noch einen Knoten rein, dann lockert sich das Ding besser. Ich bin aber wieder ein fauler Mensch, ich nehme einfach nur die Vernähung an die Seite. Gehe dann so oft ich der Meinung bin, dass ich das brauche für die Reibung rum. Achte jetzt ausnahmsweise bei einer Bandschlinge ein bisschen auf die Optik. Ach egal, Quick and Dirty Video. Man muss da eben gar nicht so ordentlich sein. Irgendwie muss ich jetzt hier nur umhängen, sonst hänge ich wieder an meinen Tube. Weg, weg, weg. Weg. Also selbst der hässlichst gelegte Knoten mit einer nagelneuen Bandschlinge hält halt einfach. Das ist so ein bisschen der Brusig-Ersatz für Faule und Doofe. Da kann man eigentlich meiner Meinung nach kann man mit dem Knoten relativ wenig falsch machen. Auf nassen und vereisten Stahlseilen, wo der Knoten ja prinzipiell dann eigentlich herkommt, gilt die Regel vielleicht dann nicht. Aber das stellt ihr dann beim Probieren selber fest. Ich hoffe, es war für diejenigen, die mit Kreuzklemmknoten gar nichts anfangen wussten, ein bisschen hilfreich. Ich mache eigentlich keine Tutorials bei YouTube, weil ich der Meinung bin, es gibt Leute, die können das viel besser. Die haben ganz tolle Kameras, die haben Übung da drin in der Kamera, was zu erzählen und freundlich zu lächeln und hey, people, cool, yeah. Also es gibt einfach Leute, die sind wesentlich fotogener als ich. Ist nicht mein Job, bei YouTube irgendwas zu erklären. Ich will eigentlich nur hier und da mal meine Meinung noch dazu ergänzen.
wenn ich eben für mich der Meinung bin, irgendwas funktioniert besser als die Standard-Lehrmeinung. Ist natürlich nicht für jeden geeignet, auch klar. Meine Videos richten sich eigentlich an Kletterer, die schon klettern können, die fit sind im Klettern, die wissen, was sie tun und die eben Tipps und Tricks, wie man etwas anders machen kann, im Rahmen ihrer Kompetenzen selber einschätzen können und anwenden können, wenn es für sie Sinn macht. Nicht alles, was ich mache, ist für jeden geeignet und auch nicht für jeden gedacht, aber ich kann bei YouTube nicht verhindern, wer sich die Videos anschaut. Kein Einsteigerkanal, keine Tutorials. Eher Pro-Tipps für Leute, die alles schon wissen und alles schon können und einfach nur andere Meinungen hören wollen, um ihr eigenes Repertoire zu ergänzen. Habe die Ehre, bis die Tage, bye bye.